Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind aktuell immer noch in Schweden unterwegs und befinden uns jetzt auf einem alten Autofriedhof. Das war früher scheinbar mal irgendwie eine Werkstatt, keine Ahnung, und wurde dann irgendwann aufgegeben. Aber die Autos wurden halt hier belassen. Und wir hatten sowas letztes Jahr schon mal besucht. Das wird hier wahrscheinlich so ein ähnlicher Fall sein, dass dann irgendwann mal derjenige, der das halt geleitet hat, verstorben ist. Und seitdem steht das alles hier halt noch. Hier ist noch das alte, wahrscheinlich Haupthaus von dem Platz hier. Es gibt auch noch einzelne, wie so eine Art Schuppen, die noch zu diesem Grundstück gehören. Noch größere Häuser hinten, da geht es auch noch weiter in diese Richtung. Wir wissen jetzt aktuell noch nicht, wie groß das Ganze ist. Das ist jetzt erstmal hier nur ein Teil. Da hinten haben sich auch gerade ein paar Leute versammelt, die hier wahrscheinlich eine Pause machen, sich das auch nochmal alles in Ruhe angucken. Ja, das sieht man nicht aller Tage. Vor allen Dingen, weil das halt, eigentlich alles halt Oldtimer sind. Ne? Man hat jetzt hier Käfer, das ist noch etwas jünger. Aber man hat ja noch viele ältere Fahrzeuge. So richtig doll, da war das mal ein Trabi. Aber irgendwie erscheint er mir so groß für einen Trabi. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte. Hier ist richtig krass. Hier sind die Autos schon wie Gewächshäuser. Hier ist eine komplette Pflanze drin, kompletter Busch eingewachsen. Ja, ein Brombeerstrauch hat sich hier drin verewigt, bei dem Auto auch hier drüben. Auch hier weiß ich wieder überhaupt nicht, was das für eine Marke ist. Aber sieht schon echt witzig aus. Ich weiß halt nur, dass sich irgendwie in Schweden das so, glaube ein bisschen etabliert hatte damals. Weil ja, glaube das irgendwie mit den Autos nach Norwegen und so weiter, Ersatzteilbeschaffung, das war irgendwie alles ein bisschen teurer. Dass sich die so grenznah, weil das ist ja hier auch wieder zur Grenze zu Norwegen, etabliert hat. Irgendwie, dass man hier schnell und günstig halt solche Teile besorgen konnte. Irgendwas hatte das damit zu tun, aber zu 100% bin ich mir da nicht mehr sicher. Aber ich glaube auch nicht, dass das hier ein Trabi ist. Das ist irgendwie so riesig, das Auto. Was hat denn den Blitz durch? Ja, eigentlich ein Opel, ne? Aber ein Trabi hat auch so ein ähnliches Symbol. Kennen uns nicht aus, keine Ahnung. Also das hier sieht schon eher aus wie ein Trabi. Aber auch da sind wir uns nicht sicher. Hier auch mal ganz interessant, irgendwie so ein altes Postauto. Man sieht hier noch das Symbol von der Post. Auch wieder ein extrem kleines Fahrzeug. Und wenn man hier mal die Sitze sieht, das Lenkrad auf der rechten Seite. Also vermutlich irgendein englisches Fabrikat wahrscheinlich. Auch das hier hinten könnte ein Wartburg vielleicht sein. Dann Parkers. Weiß ich jetzt nicht. Hier und da fehlen halt diverse Teile. Entweder hat man die dann später hier irgendwie gemopst oder damals schon benötigt und entsprechend verkaufen können. Volvos werden hier höchstwahrscheinlich viele stehen. Das werden auch solche sein. So, das ist jetzt erstmal hier nur so eine riesige Wiese, wo einige abgestellt sind, aber in den Wäldern sind jetzt noch viel mehr Fahrzeuge. Das Auto hier hinten, das ist auch ganz witzig, da sieht man auch schon mal wie lange das hier steht. Da ist eine
Birke rausgewachsen, die auch schon sehr groß ist. Und ja, Wahnsinn. Ist bestimmt interessant, dann nochmal 50 Jahre später hierher zu kommen, wie sich das hier entwickelt hat. Boah, jetzt gerade mega schlammig. Hier haben wir jetzt mal ganz eindeutig, hier war der Mercedes-Stern dran. Das war mal ein Mercedes gewesen, auch ziemlich breit. Ich kann auch gar nicht sagen, so, ja, aus welchem Jahrzehnt das jetzt praktisch ist, ob das jetzt 50er, wahrscheinlich 50er, 60er, also der jetzt vielleicht eher 50er, vielleicht sogar noch was mit den 40ern, wobei das wird schon eng, ich tippe mal eher ab 50er und teilweise 60er Jahre. Ich glaube mega viele neuere Modelle, also der Käfer ist mit, glaube, wobei den Käfer, den gab es auch schon zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt der jüngste sein. Vielleicht hier einige Volvos. Einige sind mal mehr geräubert, andere weniger. Auch hier wieder, der ist auch irgendwie richtig schön hier mit der Form. Hier sind die Lichter halt teilweise schon alle abgebaut. Ich glaube, das sind so die kleinen Sachen, wahrscheinlich das, was man am ehesten benötigt. Aber sehen schon stylisch aus, wenn man sich heute so die Autos anguckt, ne? Auch da drin im Wald schon richtig cool, da mit der geöffneten Motorhaube. Also das ist richtig mega. Also hier müssen wir jetzt eben mal aufpassen, hier ist extrem Schlamm. Ja, Melanie ist auch hier gerade in einem Fahrzeug, was auch ziemlich lang ist. Wahrscheinlich irgendeine Limousine. Alleine hier, was man kofferraumtechnisch hier unterbringen konnte. Boah, hier muss ich echt aufpassen. Hier ist echt nur noch Schlamm. Hier erkennt man bei dem hier noch ganz gut den Lack. Hier der Tankstutzen. Tankklappe. Ja. Hier rosten sie vor sich hin. Auch hier ganz witzig, der Kleine hier. Ist eher so im Style von so einem Mini Cooper. Kenne mich jetzt auch nicht mit diesen ganzen schwedischen Fabrikaten aus. Da werden auch einige sein. Der ist schon richtig hier auseinandergebaut. Schien auch ein recht großer gewesen zu sein. Da ist fast gar nichts mehr übrig. Hier liegt noch die Motorhaube. Wahnsinn. Auch hier der Baum, der hier raus direkt zwischen Tür und Fahrzeugkarosserie rausgewachsen ist. Mega. Also das wird irgendwann miteinander verschmelzen, weil der oder die Bäume ja praktisch in und ringsrum wachsen. Die suchen sich ja ihren Weg. Auch hier kommt das raus. Das sieht schon richtig krass aus. So, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da hinten drin ist noch eine ganze Reihe an Fahrzeugen. Das heißt, die Bäume hier
gehen mit ihren Ästen praktisch hier über die Autos drüber und ja, verschlingen die dann somit Stück für Stück. So, und jetzt fängt es auch gerade richtig an zu fisseln. Ihr seht das auch nochmal. Die Bäume gehen über die Autos drüber. Das ist echt eine skurrile Atmosphäre hier. Hier steht jetzt nochmal ein zweites Haus. Ein größeres. Wird auch wahrscheinlich mal ein Wohnhaus gewesen sein. Aber das haben sie ja schon sehr zugemüllt. Wie gesagt, diese Häuser kann man auch nicht betreten. Aber ich glaube, da wird man auch nur noch Müll vorfinden. Ja, die halt ziemlich nah an der Straße stehen, die Fahrzeuge. Die haben sie natürlich gleich genutzt, um ihren Müll hier zu entsorgen. Das ist natürlich wieder nicht die feine englische Art, aber das kann man wieder nicht verhindern. Hier hat's aber mal gebrannt. Hier haben sie ein Feuer gemacht. Guck mal, hier die Kiste. Oder, ne? Man riecht's auch irgendwie immer noch. Das ist noch gar nicht so lange her. Hier hat man mal so einen kleinen Transporter, auch recht witzig. Ja, auf jeden Fall stehen hier noch einige Käfer rum. Schon sehr viele jetzt gesehen. Hier gehen wir gerade über die letzten Überreste der Fahrzeugkarosserie von irgendeinem Fahrzeug. Und hier stand da scheinbar auch noch mal irgendwie ein Schuppen, eine kleine Werkstatt oder irgendwas oder ein Lager, wo vielleicht Teile untergekommen sind, die man schon mal so ausgebaut hat. Hier auch nochmal so ein kleiner Bus. Auch hier kann man wieder ganz gut die Lackierung erkennen. So ein Rot-Grün, oder es war ein Grün und unten drunter Rot. Also wurde der vielleicht mehrmals lackiert schon. Kann durchaus sein. Ja, vermutlich für hier hinten auch nochmal 6 Sitzmöglichkeiten, 6 Sitzplätze. Eieieiei. Also wenn man jetzt hier so in die Wälder reinguckt, da kommt irgendwie immer mehr. Also kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Fahrzeuge hier letztendlich stehen. Da müsste ich auch noch mal ein paar Infos rauspicken. Vielleicht kann man das auch mittlerweile gar nicht mehr wirklich sagen. Aber das sind so viele. Das müssten auch wieder so Volvos sein. Hier auch wieder ein Käfer. Da hinten glaube ich auch noch mal einer, der schon wieder fast verschlungen wurde von der Vegetation. Auch hier oben noch mal, hier vor dem, vermutlich auch Volvo. Da ist gerade Melanie. Nochmal richtig alte Kiste. Vermutlich auch aus den 50ern. Da. Richtig cool. Also sowas sieht man ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Solche Geschichten. Ja, und hier rosten die vor sich hin. Praktisch die nächsten noch Jahrzehnte. Keine Ahnung, wie lange sowas hier noch hält. Ne, das ist ja nur noch zum Teil dünnes Blech. Aber gut, letztendlich in dieser Vegetation hier, wo es auch sehr viel regnet, in dem Breitengrad, Schnee, sehr krasse Temperaturen, ist es trotzdem erstaunlich, dass in den Jahrzehnten das verhältnismäßig immer noch gut erhalten ist, ne? Oder wenn mal hier Äste runterkommen, ne? Bäume drauf fallen. Auch hier ein extrem langes Fahrzeug auch wieder hier.
krass. Also das sind schon richtig fette Limousinen dabei. So, jetzt müssen wir hier einmal rüber. Okay, das scheint vielleicht ein Haus zu sein, was relativ spät noch gebaut wurde. Wenn man sich jetzt hier die Steine und so weiter anguckt, dann wird das hier mal die Werkstatt gewesen sein. Jetzt habe ich nur keine Lampe am Start, aber es lohnt sich hier, glaube ich, auch nicht groß reinzugehen. Hier war halt die Werkstatt. Man riecht hier auch noch das Öl. Hier hat man auch nochmal... Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, alte, ja, vielleicht Visitenkarten, Aufkleber von irgendwas. Das ist schon krass. Ja, es ist natürlich alles umgeworfen. Aber hier sind auch noch eine Menge Einzelteile von den verschiedensten Fahrzeugen. Also es ist wirklich krass. Hier auch noch mal Lager mit diversen Lacken, Öle, Farben, Reifen. Hier sind auch noch ein paar Tonnen, wahrscheinlich immer noch voll mit Öl. Hier ist noch ein Gehörschutz. Tja, und hier wieder ganze Reihe diverse Fahrzeuge. Was an der Sache natürlich ein bisschen kritisch ist, ne? Man sieht auch hier wieder so Öltonnen. Und da unten scheint ein kleiner Fluss, ein Bach herzugehen. Kann das natürlich hier in den Boden sickern, ins Gewässer. Und ja, ist halt irgendwo schon halt eine Umweltverschmutzung, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Trotz, dass das halt irgendwie ja so krass hier erscheint. Auch in den Fahrzeugen selber weiß ich jetzt nicht, ob da überall das Öl halt, die Flüssigkeiten rausgenommen wurden. Ob da zum Teil noch was drin ist, ne? Weiß man auch nicht. Hier nochmal irgendwie so ein alter, tja, Anhänger, irgendwie vom Imbiss oder sowas. Eieiei, jetzt geht's auch gerade noch mal richtig los. Ich glaube, ich werde vorne einmal hergehen. Oder doch nicht, ich weiß es nicht. Ich gehe, glaube ich, hier unten noch mal weiter. Hier oben, da sind die Fahrzeuge schon komplett mit Moosdach. Das Moos umschließt das Fahrzeug da oben schon richtig. Das sieht schon richtig, richtig krass aus. Gucken, ob ich jetzt hier hochkomme, ohne abzustürzen. Oh. Alter Schwede, ey. Das ist richtig krass, wie das aussieht, ey. Wahrscheinlich war das Fahrzeug weiter oben, ist schon hier runtergerutscht. Und hier, dieser Teppich hier auf diesen Fahrzeugen, da auch. Das sieht so geil aus. Also das ist richtig Endzeit. Also, ey, ist das krass. Hier. Und da hinten geht's weiter. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Also wie gesagt, wir waren schon mal an einem ähnlichen Ort. Der war auch schon spektakulär. Aber da waren die Fahrzeuge, sage ich mal, auch so alt. Aber die waren in einem noch schlechteren Zustand. Und hier sieht man ja teilweise noch die Farben der Lacke, der Lackierung. Und ja, auch einfach, wie das hier angeordnet ist in dem Wald. Das ist echt krass. Hier, das ist richtig geil mit dieser Reihe der Fahrzeugen, die jetzt hier an der Seite so geparkt sind, bis hinten hin. Das ist wie, wenn man jetzt sich das vorstellt, die Leute haben jetzt ihre Autos hier geparkt, sind ausgestiegen, kommen gleich wieder zurück, steigen in ihre Autos ein und fahren weg. Und dann hat man das gegenteilige Bild, endzeitmäßig. Es kommt keiner mehr zurück. Die Fahrzeuge sind zum Teil zusammengefallen. Einzelteile fehlen. Und alles ist überwachsen. Das ist einfach so skurril.
Ja, auch schon wieder so richtig gruselig. Da hinten ist noch so ein Art Hexenhäuschen. Und hier die ganzen Fahrzeuge. Das ist irgendwie unglaublich. Diese Masse an Fahrzeugen. Ja Leute, das war's im Prinzip hier mit dem Autofriedhof. Ja, Schrottplatz, wie man es nennt. Also offiziell ist es halt als Autofriedhof gekennzeichnet. Ja, war mega spannend und vor allen Dingen, man muss auch so irgendwie bedenken, die ganzen alten Autos ist auch irgendwie so, ja, denkt auch an die ganzen Leute, die das mal gefahren haben. Die meisten sind ja dann wahrscheinlich auch schon tot, ne? Also das ist schon krass. Also jedes Auto steht ja auch irgendwie für eine Person, die das mal gefahren hat oder mehrere. Das ist schon krass zu sehen. Wie gesagt, Erhaltungszustand teilweise ist immer noch nach Jahrzehnten. Also ich vermute mal, dass die ersten Fahrzeuge vielleicht schon 30er, 40er Jahre hier stehen. Ich kann diese Autotypen nicht genau einordnen. Vielleicht weiß das einer von euch. Der kann es hier nochmal reinschreiben. Aber es ist schon wirklich krass. Ja, mit diesen Eindrücken war es das auch im Prinzip. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.